hier Karten, noch mehr Karten und hier nochmal ganz andere Karten. Und welche ist jetzt die beste Kartenmechanik im Tabletop? Servus Tabletop Community. Heute möchte ich mal über das Thema Kartenmechaniken aus diversen Tabletop-Spielen sprechen. Wie ihr ja wisst, ich spiele so diverse Systeme wie Freebooters Fate, welches mit Karten arbeitet, aber auch kürzlich habe ich mit Malifaux begonnen, auch wenn bisher noch nicht gespielt. Aber auch dort werden Karten verwendet und die verschiedenen Spiele haben da unterschiedliche Kartensysteme eingeführt. Darum soll es heute eben gehen. Ihr habt vorhin schon so ein paar Karten gesehen, die es so gibt in den verschiedenen Systemen. Und ich möchte auch hier gleich mit dem Thema Freebooters Fate starten. Denn eine Sache, die mir hier ganz gut gefällt, Freebooters Fate verwendet hier diese Trefferzonenkarten. Das sind 6 Karten pro Seite, in auch einmal hell, einmal dunkel, für jeden Spieler 6 Karten, die eben 6 Trefferzonen repräsentieren. Und wenn man dann eine Attacke durchführt, entweder eine Schuss- oder auch Nahkampfattacke durchführt, wird, um zu treffen, von beiden Seiten, sowohl Angreifer als auch Verteidiger, eine Anzahl an Karten gezogen und dann verglichen. Alles, was beide Spieler haben, wird weggestrichen und trifft nicht. Und sollte der Angreifer irgendeine Karte ausgewählt haben, die der Verteidiger nicht hat, dann wird diese dementsprechende Trefferzone ermittelt. Das ist an und für sich ein sehr schönes System. Das bringt so ein bisschen das Poker-Feeling mit rein, was ja auch durchaus Freebooters Seite durchaus immer mal wieder auch angesprochen wird, in den Livestreams zum Beispiel. Und finde ich eigentlich ein sehr gutes System, weil es einfach mal ein anderes System ist als bei den meisten Tabletops, die natürlich mit Würfeln arbeiten. Und eben auch der andere Grund, es sind eben 2 Kartensets und beide Spieler sind in dieser Mechanik involviert und können da auch ein bisschen dann Einfluss auf das Endresultat haben. Und es gibt dann noch weitere Mechaniken, die es ermöglichen, auch bereits getroffene Karten ebenfalls zu negieren. Soweit ein sehr schönes System, wie ich finde. Eine weitere Thematik bei Freebooters Fate ist dann die Schadensermittlung. Die funktioniert auch mit Karten. Dafür gibt es ein eigenes Kartendeck mit Zahlen und Symbolen darauf. Wird dann getroffen und es muss als nächstes eine Schadensermittlung erfolgen. Dann passiert das eben mit diesen Karten oder zum Beispiel auch am Anfang einer Runde bei der Initiativebestimmung kommen ebenfalls diese Karten zum Tragen. Dafür wird nur ein einziges Kartendeck für beide Spieler verwendet. Da sind wie gesagt unterschiedliche Zahlen drauf von 2 bis 10 und diverse Symbole, die verschiedenste Auswirkungen im Spiel haben können. Auch das ist ein System, das sehr viel Abwechslung mitbringt. Andererseits auch einen gewissen Zufallsfaktor. Ein Problem, was es hier aber meiner Meinung nach gibt, das fällt einem auf, wenn man dann ein paar Mal Freebooters Fate gespielt hat. Man hat hier keine Möglichkeit, irgendwie den weiteren Verlauf zu beeinflussen. In den meisten Fällen und im Grundverlauf oder in den Grundmechaniken des Spiels grundsätzlich dann sowieso nicht, sondern es werden eben von beiden Spielern diese Schicksalskarten, wie sie genannt werden, gezogen und dann dementsprechend das Ergebnis angewendet. Zum Beispiel bei der Schadensermittlung, der Angreifer hat zum Beispiel eine hohe Stärke von ohnehin schon, zum Beispiel von 10, würde dann die 10 ziehen, hat dann insgesamt eine 20 und dann hat der Verteidiger ohnehin nur einen Widerstand von 2 oder 3 und zieht dann eine 2, dann kommt er auf 5, dann macht das 15 Punkte Schaden und damit ist im Endeffekt jeder Charakter eigentlich aus dem Spiel. Meiner Meinung nach nicht so schönes System in der Hinsicht, weil man eben keine Möglichkeit hat, Einfluss darauf zu nehmen, was hier dann die Schadensermittlung betrifft, außer man hat natürlich das Glück, noch gewisse andere Karten zu besitzen, die man dann gezogen hat,
mit eben den Ereigniskarten, die dann vielleicht Schaden abwenden können oder wo man dann eben eine Karte reinbringen kann. Aber auch in diesen Situationen ist man davon abhängig, eine dementsprechende Karte zu besitzen, von denen es dann aber nicht so sehr viele gibt. Ein anderes Spiel, das ebenfalls eine Kartenmechanik verwendet, ist dann eben Malifaux, wie ich schon vorhin sagte. Das Interessante bei Malifaux ist, es wird hier zwar auch ein Kartendeck, ein eigenes verwendet, das sogenannte Fate Deck, aber im Gegensatz zu Freebooters Fate haben wir hier ein ganz normales Kartendeck mit dementsprechenden Karten von 1 bis 13 und Joker-Karten. Diese haben auch insgesamt 4 verschiedene Farben, also alles in allem gleich aufgebaut wie jedes reguläre Kartendeck, das man im Handel kaufen kann. Das führt dann zu einer sehr guten Mechanik im Spiel, die es eben auch ermöglichen würde, sich dieses Kartendeck gar nicht kaufen zu müssen, sondern an jedes x-beliebige Kartendeck eben verwenden zu können. Das habe ich auch in meinem Malifaux-Video schon mal erwähnt. Ich werde euch das hier auch jetzt verlinken, für den Fall, dass da jemand noch gerne mehr Informationen zu dem Spielsystem hätte. Ansonsten aber hier weiter mit der Kartenmechanik selbst. Und zwar, was hier jetzt eben noch dazu kommt, nachdem wir jetzt gesagt haben, wir haben ein ganz normales Kartendeck, ist die Art und Weise, wie das funktioniert. Also bei Freebooters Fate hatten wir eben dieses Thema mit diesen eigenen Trefferzonenkarten und dann auch mit diesen Schicksalskarten, die auch eigen aufgebaut sind. Und bei Malifaux eben, aufgrund normales Kartendeck, wie gesagt, hier bekommt jeder Spieler einerseits am Anfang einer Spielrunde eine Anzahl von 6 dieser Karten auf die Hand, die er dann eben verwenden kann im Spiel, um damit verschiedene Sachen zu beeinflussen. Denn normalerweise liegt dieses Kartendeck gemischt mit der Seite der Karte nach unten auf dem Tisch, und wenn man einen Angriff durchführt oder eine Aktion, die eine Karte erfordert, durchführen möchte, wird eben die oberste Karte gezogen, dann wird geschaut, welche Karte habe ich hier. In dem Fall eine 13 ist das, mit Ausnahme des Jokers, das höchste, was man ziehen kann. Dann wird auf einen Wert, wie zum Beispiel einen Angriffswert oder einen Verteidigungswert, diese Augenzahl oder diese Zahl, die man gezogen hat, auf der Karte hinzuaddiert, und dann sieht man, hat man eine gewisse Zielnummer erreicht, also eine Target Number erreicht oder nicht, beziehungsweise war man höher als der andere Spieler, dann hat man sich erfolgreich verteidigt, beziehungsweise seinen Angriff erfolgreich durchbekommen. Soweit noch nichts Besonderes. Es gibt dann eben bei jeder Karte noch eine Farbe, so wie das halt bekannt ist von normalen Spielkarten. Diese können dann auch wieder verschiedene Auswirkungen im Spiel haben. Das, was jetzt aber das Interessante ist eben die Mechanik mit diesen Handkarten. Denn der Spieler, der gerade dran ist, oder im Falle, dass beide Spieler eine Karte ziehen mussten, der die niedrigste Karte gezogen hat, hat jetzt die Möglichkeit, seine gezogene Karte auszutauschen, direkt, und das in allen möglichen Situationen, auszutauschen gegen eine dieser 6 Handkarten, beziehungsweise so viele, wie er eben aktuell noch auf der Hand hat im aktuellen Zug, einzutauschen. Das hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann hier dann eine höhere, wertigere Karte, wie zum Beispiel einen Joker verwenden, also in dem Fall den roten Joker, oder auch, wenn man sagt, man hätte nur eine 3 gezogen vom Kartendeck, könnte man dann eine 6 von der Hand spielen und dadurch die niedrigere Karte damit austauschen und kann so das gezogene Kartenergebnis und Endergebnis dann eben noch einmal beeinflussen, bevor dann schlussendlich das Ergebnis ermittelt wird. Das ist halt eine Aktion, die direkt möglich ist, die beide Spieler machen können, sofern beide Spieler daran aktuell involviert sind in dieser Aktion. Und das ist zum Beispiel etwas, das meiner Meinung nach eine sehr schöne Mechanik ist, weil man da eben auch im Falle, dass man mal wirklich Pech hat und etwas ganz Schlechtes zieht und der Angreifer zum Beispiel eine ganz hohe Karte zieht, hat das nicht den Fall, dass man so wie vorhin
dann auf einmal in dem Beispiel 15 Schaden bekommt, sondern man kann aufgrund dieser Handkarten, die man hat, das Ganze nochmal beeinflussen und möglicherweise sogar den Angriff nochmal komplett negieren. Das sind jetzt so 3 Kartenmechaniken gewesen, die in verschiedenen Spielen auch zu unterschiedlichsten Elementen gehören, in unterschiedlichen Situationen angewendet werden. Und davon, muss ich sagen, gefällt mir persönlich aufgrund der Möglichkeit eben hier diese Karten aus der Hand zu spielen, Malifaux aktuell am besten. Das ist eigentlich das Einzige, was mir bei Freebooters Fate ja hier ein bisschen abgeht, eben die Möglichkeit wirklich kontinuierlich, regelmäßig die Möglichkeit zu haben, solche Karten in irgendeiner Form zu spielen, um dann eventuell ein zu hohes Schadensergebnis vielleicht auch noch auszukontern oder vielleicht sogar ganz zu verhindern. Aber ansonsten natürlich, ich interessiere mich für beide Spiele und dementsprechend hat natürlich auch jedes dieser Spielsysteme etwas für sich und ich werde jetzt auch keines der beiden Spiele jetzt da aufgrund dieser fehlenden Mechanik oder was auch immer aufhören, sondern das sind ja auch 2 komplett unterschiedliche Spielsysteme und auch Sachen wie die Figuren oder andere Elemente sind ja dann auch Dinge, die einen in das Spiel bringen oder das Setting und eben nicht nur die Spielmechaniken. Das ist jetzt natürlich ganz klar nur eine Handvoll von Kartenmechaniken gewesen, die es in Tabletop-Spielsystemen gibt und in ähnlicher Weise auch in anderen Systemen geben kann. Ich bin hier jetzt auch gar nicht auf das Thema eingegangen der anderen Karten, die es natürlich noch gibt, wie, keine Ahnung, so Dinge wie Missionszielkarten oder irgendwelche Profilkarten der Einheiten. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Sondern hier ging es dann doch eher um das Thema der Mechaniken. Und klar, es gibt hier natürlich noch sehr viel mehr verschiedene Mechaniken. Und das sind jetzt aber mal so Mechaniken, die ich selbst jetzt auch mal so ein bisschen kennenlernen konnte. Und bitte, ihr könnt mir da gerne, wenn ihr da verschiedene Systeme und so weiter noch kennt, die ebenfalls Kartenmechaniken benutzen, diese gerne unten auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht schauen wir uns dann auch mal in Zukunft eines dieser Systeme dann an und haben dann wieder mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu vergleichen. Falls du jetzt mehr in Richtung Freebooters Fate oder auch Malifaux sehen möchtest, ich habe dazu noch eine ganze Reihe von Videos, vor allem natürlich Freebooters Fate auf dem Kanal. Malifaux hat gerade erst begonnen, kommt aber definitiv auch mehr. Daher werde ich hier jetzt 2 Playlists verlinken, einmal zu Malifaux und das andere Mal zu Freebooters Fate, wo du dir dann weitere Videos zu dem jeweiligen Spielsystem ansehen kannst.